Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video, beziehungsweise besser gesagt zum ersten Video aus meiner neuen Videoreihe Step by Step. Ja, ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, was Step by Step bedeutet. Also mit Step by Step möchte ich euch eine Videoreihe erstellen, in der ich euch die ganzen Behandlungsschritte einer podologischen bzw. einer Fußpflegebehandlung Schritt für Schritt erkläre. Ich zeige euch zum Beispiel, wie man Hornhaut mit dem Skalpell entfernt, wie man die Eckenzange richtig benutzt oder wofür ein Exkavator überhaupt gut ist. Damit ihr die Videos aus der neuen Videoreihe auch schnell finden könnt, werde ich euch natürlich auch eine Playlist erstellen mit dem Namen Step by Step, damit ihr euch die einzelnen Videos und die einzelnen Behandlungssequenzen anschauen könnt. Aber ich würde sagen, genug geredet und wir legen gleich los. Das erste Video heißt Hornhaut entfernen mit dem Skalpell bzw. die richtige Skalpelltechnik erlernen. Ich werde euch heute in diesem Video verschiedene Übungen zeigen, wie ihr die Skalpelltechnik erlernen könnt. Ich werde euch zeigen, wie man das Skalpell richtig hält und letztendlich natürlich, wie Hornhaut mit dem Skalpell entfernt wird. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange weiter, sondern legen gleich los. Ihr nehmt nun einmal den Skalpellhalter und eine passende Skalpellklinge zur Hand. Ihr öffnet nun die Klinge und dann seht ihr auch gleich, dass diese an der Unterseite eine Schräge hat. Genauso wie der Skalpellhalter, der auch leicht abgeschrägt ist. Ihr setzt die Klinge nun so auf den Halter, dass diese beiden Schrägen exakt ineinander passen. Nun kommen wir auch zur richtigen Haltung. Bei der Haltung ist es ganz wichtig, dass ihr euch abstützt. Ich mache das hier mit dem kleinen Finger, wie ihr seht. Den lege ich einmal um den Halter drumherum, damit das Skalpell sicher in der Hand liegt. Es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr die Schärfe eines Skalpells nicht unterschätzt. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Trockenübung. Hierzu nehmt ihr eine Kartoffel und das Skalpell zur Hand. Ihr nehmt das Skalpell nun genauso zur Hand, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Also das heißt, ihr stützt euch mit dem kleinen Finger ab. Das ist einfach wichtig, damit das Skalpell gut in der Hand liegt und ihr auch nicht verrutscht. Und dann geht's an die Kartoffel. Wir schälen jetzt die Kartoffel mit mehreren kleinen Schnitten. Und wie ihr seht, schäle ich die Schale ganz, ganz dünn. Genauso wird es nachher nämlich am Fuß gemacht. Die Hornhaut wird auch in kleinen Schnitten abgetragen und man nimmt immer nur wenig Hornhaut weg. Wenn man nämlich nachher merkt, es ist noch Hornhaut da, kann man nämlich immer noch mehr Hornhaut abnehmen. Es ist auch wichtig, dass ihr das Ganze häufig übt, also nicht nur an einer Kartoffel, sondern auch an mehreren, bevor ihr wirklich an einen Patienten geht. Nochmal zusammengefasst, das Wichtigste bei der Skalpelltechnik ist natürlich die richtige Handhabung und die Übung. Also jetzt heißt es üben, üben, üben. Und nun zeige ich euch das Ganze noch anhand von ein paar Beispielen. Wie ihr hier seht, halte ich mit einer Hand, also mit meiner linken Hand, halte ich den Fuß immer jeweils fest und mit der anderen Hand führe ich das Skalpell. So wie ich euch das auch gerade bei den Kartoffeln erklärt habe, mache ich das wirklich mit verschiedenen kleinen Schnitten. Hier sieht man auch nochmal sehr, sehr gut, wie ich den Fuß festhalte. Also das Festhalten vom Fuß ist wirklich sehr wichtig, falls der Patient sich plötzlich einfach bewegt oder zuckt, damit das Skalpell einfach nicht in die Haut reingleitet. Deswegen solltet ihr den Fuß mit der linken Hand immer sehr festhalten und mit der rechten in kleinen Schnitten arbeiten. Die Skalpellklinge ist übrigens ein Einmalprodukt und wird nach der Anwendung entsorgt. Dadurch, dass die Skalpellklinge sehr scharf ist, muss sie natürlich auch fachgerecht entsorgt werden. Hierfür gibt es spezielle durchstichsichere Abfallbehälter. Dann heißt es einfach Klinge rein, wenn der Behälter voll ist, Deckel zu und ab in den Müll.
Und das war es dann auch schon mit dem Video, die richtige Skalpelltechnik erlernen. Damit ihr auch wisst, welche Instrumente und Hilfsmittel ihr hierzu benötigt und wo ihr das Ganze beziehen könnt, werde ich euch das unten in der Videobeschreibung einfach alles nochmal verlinken. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bei Fragen stellt sie bitte einfach unten, schreibt es in die Kommentare rein und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss!